Willkommen zu Sinomeric Live, unsere Videoreihe mit dem Ziel, Themen der Anwendungstechnik leicht verständlich und praxisgerecht mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema dynamische 5-Achs-Programmierung direkt an der Steuerung programmiert. Beginnen wir mit der Wiederholung der Grundlagen des Mehrachsen-, Mehrseitenbearbeitens im Fräsen. Die 5-Achs-Transformation schließt sich dem Ganzen an. Die Werkzeugorientierung und die 3D-Radiuskorrektur werden wiederholt und natürlich ein Beispielwerkstück live an der Maschine gefräst als zentraler Bestandteil des heutigen Vortrages und selbstverständlich zum Schluss eine Zusammenfassung des heute Erlernten. Beginnen wir mit dem Vergleich 3+2 Bearbeitung und 5-Achs-Fräsbearbeitung. Die Gemeinsamkeiten bei beiden liegen darin, dass beide Fertigungsverfahren 3 Linearachsen haben, X, Y und Z, und weiterhin verfügen beide Verfahren über 2 Rundachsen A, B oder C. Der Unterschied zwischen 3+2 und 5-Achs-Bearbeitung ist die statische Anstellung des Werkzeuges bei 3+2 und die dynamische Anstellung bei 5-Achs-Simultanbearbeitung. Nun, wann verwendet man was? Bei der 3+2-Achs-Bearbeitung, diese findet vorwiegend im Schruppen und Vorschlichten von 3D-Konturen Anwendung. Wie hier zu sehen, die statische Anstellung, in dem Fall beim Bearbeiten von Schrägen. Wobei hier bei solchen Teilen natürlich die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht. Die allermeisten Bauteile lassen sich mit 3+2 Achsen realisieren. Näheres dazu findet man in unserem Video Mehrseitenbearbeitung Fräsen, 3+2 Achsen. Da wurde auf dieses Thema ausführlich eingegangen und dies findet primär im Werkzeug- und Formbau Anwendung. Bei der dynamischen 5-Achs-Bearbeitung, der Simultanbearbeitung, ist das Ziel die Endbearbeitung im Schlichtsektor. Das heißt, wir können sehr gute Oberflächengüten erzielen und natürlich auch Bauteile mit hohen Kavitäten und häufigen Krümmungswechseln sind geradezu prädestiniert für diese Bearbeitung. Freiformflächen im Bereich Formenbau und natürlich Turbinen- und Triebwerkskomponenten sowie Strukturteile im Flugzeug bei allgemein. Weiter mit dem mechanischen Aufbau von Fräsmaschinen. Wir haben 3 Konstellationen, also 3 kinematische Möglichkeiten, wie wir die Bewegungsabläufe von Fräsmaschinen gestalten können. Die erste Variante ist die Kopf-Kinematik. Hier finden sämtliche Bewegungsabläufe der Maschine im Kopf statt. Der Tisch steht komplett fest. Der zweite Vertreter ist im Gegensatz zur Kopf-Kopf-Variante die Tisch-Tisch-Variante. Hier steht der Kopf komplett fest und alle Bewegungsabläufe finden ausschließlich im Tisch statt. Der dritte Vertreter in unseren Möglichkeiten ist die gemischte Kinematik. Das heißt, hier führen sowohl der Kopf der Maschine als auch der Tisch zeitgleich und auch synchronisiert die Bewegungsabläufe aus, sodass mit dieser Kopf-Tisch-Variante sämtliche 5-Achs-Bewegungen realisiert werden können. Egal welche Kinematik wir verwenden, die dynamische 5-Achs-Bearbeitung ist mit allen Konstellationen möglich. Heute in unserem praktischen Beispiel verwenden wir die Tisch-Tisch-Kinematik. Um das Thema der Bewegungsabläufe, sprich der Kinematik der Maschine zu verdeutlichen, hier ein kurzes Beispiel. Bei der Kopf-Kinematik bewegt sich das Werkzeug um das Werkstück. Das Werkstück steht fest. Bei der Tisch-Tisch-Kinematik steht das Werkzeug fest und das Werkstück bewegt sich in den Achsen. Die Erkenntnis hieraus ist, völlig unterschiedliche Maschinenbewegungen führen zum selben Ergebnis. Und die Bewegung der Werkzeugspitze und der Werkzeugorientierung sind relativ zur Oberfläche immer identisch. Von einer 5-Achs-Transformation spricht man, wenn eine gleichzeitige Bewegung der Linear- und Rundachsen erfolgt. Hierbei kommt es zu einem mechanisch bedingten Effekt. Wenn das Werkzeug gespannt ist und gleichzeitig diese
Linear- und Rundachsenbewegung einsetzt, bekommt man eine Krümmung. Auch hier nochmal sehr gut zu sehen. Dies ist der Effekt, der entsteht, wenn Linear- und Rundachsen gleichzeitig im Eingriff sind. Wie lässt sich dieser Effekt bei der simultanen Fünfachsbearbeitung vermeiden? Die Lösung heißt Traori. Der Befehl Traori fasst diese Berechnungen zusammen. Traori besteht aus zwei Wörtern, Transformation und Orientierung. Der Effekt dabei ist, die Werkzeugspitze bleibt während der Bearbeitung raumfest. Dies wird realisiert durch eine zusätzliche Ausgleichsbewegung in der Z-Achse, während die Linear- und Rundachsbewegungen stattfinden. Dadurch erhält man eine gerade Linie. Man kann zusammengefasst sagen, Traori ermöglicht eine komfortable Programmierung der Werkzeugspitze, dem eigentlichen Kontaktpunkt zum Werkstück, komplett unabhängig vom mechanischen Aufbau der Maschine. Die Fünfachs-Transformation wird durch den Befehl Traori an die entsprechende Stelle im NC-Programm aktiviert und ab jetzt beziehen sich alle Positionsangaben immer auf die Spitze des Werkzeuges. Alle Achsen werden gleichzeitig interpoliert und wir erhalten Kinematik und werkzeugunabhängige NC-Programme. Die Deaktivierung des Befehls Traori und damit der Fünfachsen-Transformation erfolgt durch den Befehl Trafo-Off an der entsprechenden Stelle am Ende des NC-Programms. Nachdem die Fünfachs-Transformation durch den Befehl Traori aktiviert wurde, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Werkzeug zu orientieren, sprich für die Bearbeitung anzustellen. Ein Befehl ist der Befehl Ori-Axis. Ori-Axis ist der Befehl für die Linearinterpolation, auch eine Standardinterpolation genannt. Und der Befehl Ori-Axis findet Verwendung, wenn es nicht erforderlich ist, dass sich das Werkzeug in einer genau definierten Fläche bewegt. Ein weiterer Befehl ist der Befehl Ori-Vect. Ori-Vect ist der Befehl für die Vektorinterpolation. Und dies findet häufig Anwendung beim Fräsen von Taschen mit meist ebenen und geneigten Wänden. Eine wichtige Funktion in der Steuerung ist die Korrektur des Werkzeugradiuses. Beim 2,5D-Fräsen ist es wichtig, der Steuerung zu sagen, ob das Werkzeug rechts oder links der Kontur die Werkzeugbahn abfahren soll. Das zweite wichtige Merkmal einer Fräserradiuskorrektur ist, dass einerseits das Nennmaß des Fräsers, das ist in diesem Fall 12 mm, und das tatsächliche Maß, welches sich durch Abnutzung oder Nachschleifen ja auch verändert, dass diese Differenz kompensiert, sprich korrigiert wird. Im 3D-Fräsen wird auch der Fräserradius korrigiert. Hier ist eine kontinuierliche Änderung der Werkzeugorientierung nötig und natürlich auch eine kontinuierliche Änderung der Korrekturrichtung. Umgesetzt wird das Ganze wie folgt. Durch die Aktivierung der Fünfachsentransformation Traori erfolgt das Einschalten dieser genannten Fünfachstransformation. Danach wird die 3D-Fräserradius-Korrektur aktiviert durch die Befehle cut 3DC und cut 3DF. Dies sieht wie folgt aus. Korrigiert wird im Umfang der Fräser durch den Befehl cut 3DC. Die Korrekturrichtung steht immer senkrecht zur Ebene, auf der sich der Fräser bewegt. Beim Stirnfräsen verwenden wir den Befehl cut 3DF. Dies ist etwas komplexer, weil der Fräser an jedem einzelnen Punkt seines Radiuses immer wieder permanent korrigiert und neu kalkuliert werden muss. Hierbei entsteht kein kontinuierlicher Versatz. Die Werkzeugorientierung hierbei ist relativ zur Werkstückoberfläche.
Hier sehen wir unser Beispielteil in unserem Praxisteil an unserer Maschine. Eine, wie gesagt, Tisch-Kinematik. Und als erstes fräsen wir nach dem Planfräsen und dem Vorfräsen der Tasche diese Außenkante mit Orivect, entsprechend des eingestellten Winkels mit angestelltem Werkzeug. Das geht folgendermaßen. Hier sehen wir erstmal unser Hauptprogramm, im Shop Mill programmiert, und hier erfolgt entsprechend immer der Aufruf des Unterprogramms, in dem Fall die obere Kante abwälzen. Und auch hier, wie im theoretischen Teil angesprochen, der Aufruf der 5-Achsen-Transformation Traori. Im übernächsten Satz Orivect für den Aufruf der Vektorprogrammierung und gleich anschließend Cut 3D C für die Schneiden-Radius-Kompensation im Umfang des Fräsers. Wenn die Operation abgeschlossen ist, auch hier wieder der Aufruf Trafo Off zum Abwählen der 5-Achsen-Transformation. Analog sieht es beim Taschenrand aus. Das ist diese Operation hier. Diese wird mit Ori-Axis bearbeitet. Gleicher Aufruf Traori, Ori-Axis und auch hier wieder Cut 3DF. Diesmal Schneiden-Radius-Kompensation an der Stirnseite des Fräsers. Und am Ende wieder unser Trafo Off, um die Einstellung zurückzusetzen und die 5-Achs-Transformation abzuwählen. Nach diesen Fräsoperationen fräsen wir die Halbkugel mit 5-Achs simultan, mit angestellter B-Achse und simultanem Abzeilen, immer unter optimalem Fräswinkel mit der Kugel und einem Kugelfräser, sprich einem Vollradiusfräser. Auch hier sieht die Programmsequenz so aus. Nach Eingabe der erforderlichen Parameter wird Traori aufgerufen. Hier wieder Orivect für Vektorprogrammierung und die entsprechenden Parameter für die 3D-Schlicht- und Schrubbbearbeitung und am Ende wieder mit unserer Abwahl der Transformation und Rücksetzen der Achsen. Programm schließen, zurück auf Programm Anfang und ausführen mit Cycle Start. Fassen wir zusammen. Traori ermöglicht die komfortable Programmierung der Werkzeugspitze unabhängig von der Kinematik der Maschine. Ori-Axis ist der Befehl für die Linearinterpolation, Orivect der Befehl für die Vektorinterpolation der Werkzeugorientierung. Die 3D-Fräse-Radiuskorrektur berücksichtigt die sich ändernde Bewegung der Werkzeugorientierung. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.